Ja, hallo zusammen, ich bin der Tobias und es freut mich, dass ihr den Weg zu mir gefunden habt. Ja, ich bin immer noch zusammen mit der Beate auf dem Baiersbronner Seensteig unterwegs. Ja, heute zeigen wir euch die Etappen 4 und 5. Ja, und wir beide sind im Moment auch mitten auf der fünften Etappe. Hier hinter mir seht ihr den Hutzenbacher See und ihr seht vor allem auch, das Wetter ist ja etwas, in Anführungszeichen, besser als die letzten Tage. Zumindest haben wir mal deutlich weniger nass von oben im Moment. Ja, und dann würde ich aber sagen, ich schwätze auch gar nicht mehr so viel drum rum. Guckt euch einfach mal die Etappen 4 und 5 an. Ja, und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Schauen. Los ging es für uns wieder am Mummelsee. Die Sicht auf den See war etwas besser als am Vortag. Dafür war es aber auch von oben um einiges nasser. Von hier aus ging es direkt auf den Gipfel der Hornisgrinde, beziehungsweise um diesen herum und durch das dort befindliche Hochmoor hindurch. Der Abstieg vom Gipfel hatte es erstmal in sich. Über Felsen und Wurzeln ging es bergab. Zeitweise erinnerte der Weg auch wieder an einen kleinen Bach. In der Folgezeit ging es auf dieser Etappe wechselnd über schmale Pfade und auch oftmals über breite Forstwege. An sich mögen die breiten Wege nicht jedermanns Geschmack sein. Ob des Wetters versprachen sie uns doch immer mal wieder trockenere Passagen. Fels und Wurzel schön und gut, aber nach 4 Tagen mit meist Sauwetter freut man sich auch mal so voranzukommen. Allerdings, etwas gezogen hat es sich dann doch. Eine kleine Anmerkung: Auf dieser Etappe verpassten wir leider ob der eher durchwachsenen Markierungen einen See, den Blindsee. Und das auf dem Seensteig. Sehr schade.
ausgeschildert im Vergleich zum Blindsee war der Weg zum Schurmsee, welcher unweit des Weges liegt. Natürlich haben wir uns diesen See dann nicht entgehen lassen. Die letzten rund 4 Kilometer nach Schönmünzach verliefen dann fast ausschließlich über Forstwege. Sehr erfreulich, kurz vorm Ziel waren wir dann weit unter den Wolken und auch raus aus dem Wald, sodass wir einen recht guten Blick ins Tal hatten. Unsere letzte Etappe des Seensteiges startete in Schönmünzach am Bahnhof. Nachdem wir am Vortag von über 1100 Metern auf etwa 500 Meter hinabgestiegen waren, ging es auf dieser Etappe erstmal recht stetig nach oben, bis wir fast wieder auf 1000 Meter angekommen waren. Auch hier folgten wir zunächst wieder mehrheitlich breiten Wegen und der ein oder andere Anstieg war schon etwas steiler. Ein erstes Highlight war natürlich wieder ein See, der Hutzenbacher See, welchen ihr schon vom Intro kennt. Wie auch schon bei anderen Seen auf der Tour handelt es sich hierbei wieder um einen Karsee. Und das nächste Highlight ließ nicht lange auf sich warten: der Steilaufstieg vom See zur Hutzenbacher Seeblickhütte. Ein schönes, aber auch anspruchsvolles Stück Weg, nebst hübschem Wasserfall am Wegesrand. Oben angekommen war die Aussicht, nun, Beate bringt es hier ganz gut auf den Punkt. Ein Stück weiter am eigentlichen Aussichtspunkt konnte man dann aber wieder etwas mehr sehen. Auf der zweiten Hälfte der Etappe setzte sich die mit dem Steilaufstieg begonnene schöne Wegführung fort und auch das Wetter wurde passend dazu endlich besser. Besonders erfreulich, zwischendurch kam sogar die Sonne raus.
das, eine Brücke mit geringer Gewichtsbegrenzung, könnte eng werden. Hoffentlich sieht mich keiner. Geschafft. Glück gehabt. Das letzte Stück des Weges führte uns sodann durch das Tonbachtal bzw. an diesem entlang. Hier wandert es sich recht angenehm und leicht bergab entlang des Tonbachs. Gedanklich waren wir hier den Seensteig schon am Ausklingen lassen, bevor es dann doch nochmal teils sportlich bergan ging. Kurze Zeit später kam dann aber endlich unser Ziel in Sicht, Baiersbronn. Ja, da haben wir es fast geschafft. Hier hinten seht ihr schon Baiersbronn, Start und Ziel des Baiersbronner Seensteigs. Das heißt, wir sind jetzt auch schon fast am Ende der 5. Etappe angekommen. Ja, wie waren sie gewesen, die letzten beiden Etappen, also Etappe 4? Ja, insgesamt sehr guter Eindruck. 2/3 vom Weg waren richtig stark, 1/3 nicht ganz so. Vor allem, wenn man ja sieht, dass man auch ganz viel über schmale Pfade, über Stock, über Stein unterwegs ist, dann hat man irgendwo so einen Abschnitt, 4-5 Kilometer Forstweg, irgendwie nur mitten im Wald. Das wirkt da so ein bisschen wie ein Fremdkörper drin. Das war dann nicht ganz so schön, aber so insgesamt war das dann also, ja, es war sehr nass gestern noch gewesen, wie man gesehen hat, sehr schlammig, also dementsprechend, es brachte eine gewisse Schwierigkeit auch mit sich. Was jetzt bei der 4. Etappe halt nach wie vor nicht so gut war, wie auch schon bei den anderen Etappen vorher, war die Markierung. Da war so der ein oder andere Aussetzer mit dabei, also auch die ein oder andere Kreuzung, wo man dann ja im Prinzip ohne Markierung dann da stand und ja. Naja, unschön, genau. Ansonsten 5. Etappe auch, war super, sehr schön, sehr abwechslungsreich von der Wegführung her. Viel schmale, auch einige breite Pfade dabei, gerade entlang des Tonbachs, aber da macht es eigentlich nicht viel aus, weil gerade so auch ja, die Umgebung dann sehr schön ist um einen herum. Hat also nochmal richtig Spaß gemacht. Und was hier tatsächlich deutlich besser war, waren die Markierungen. Da hatten wir, glaube ich, ja, keinen Aussetzer gehabt. Also von daher ja, war jetzt die 5. Etappe nochmal ein schöner Abschluss. Ja, dann haben wir es doch schon wieder. Dann hoffe ich, euch hat es gefallen, uns zu begleiten. Euch wie immer viel Spaß beim Wandern. Ja, und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder.